Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Heute geht es um dicke Arme. Wie bekomme ich einen dicken Arm und was macht einen dicken Arm überhaupt aus? 2/3 vom Armumfang macht der Trizeps aus. Außerdem ist der Trizeps viel, viel wichtiger wie der Bizeps. Das ist der Freibadmuskel, aber trotzdem braucht ihr den, weil es doch der Gegenspieler ist vom Trizeps. Also, wenn ich jetzt den Trizeps trainiere, ist das der Agonist und das ist der Antagonist. Und die müssen einfach ausgeglichen stark sein. Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. So schaut es aus. Deshalb muss man überall stark sein. Ja, es ist genauso wie wenn ihr eine Laterne abspannt. Dick. Von hier kann der Wind kommen. Dusch, kippt er um. Also Bizeps, Trizeps. Und der Arm ist stark. Ihr braucht den Bizeps auch beim Bankdrücken. Genug gelabert, jetzt geht's los. Ich zeige euch jetzt eine richtig geile Variante. Übrigens, gleich mal einen fetten Daumen nach oben, weil ich einfach mal 250 verfickte Euro in die Hand genommen habe für euch. Seht ihr das? Warum ich mich so sexy anhöre jetzt gerade und warum ihr mich so gut hört. Ein Mikrofon. Ich konnte es nicht mehr lesen. So, Zitronenquark gibt es jetzt mit Mikro und geilen Sound. Deshalb lege ich jetzt los. Also, ich trainiere aktuell meinen Trizeps am allerliebsten so, wie ich es euch jetzt zeige. Also, ihr nehmt den Arm, den Griff so, Daumen mit zu den Fingern, also den Affengriff. Warum? Wenn ihr den Affengriff macht und den Daumen mit zu den Fingern nehmt, dann habt ihr den äußeren Trizepskopf hier, den hier, viel, viel besser mit dabei und der äußere Trizepskopf, der macht den Arm frontal, wenn ihr so dasteht, einfach breit. Und dann sieht es gut aus und es hängen keine Schnittlaucharme aus dem Shirt oder Spaghettiarme. Also Daumen mit zu den Fingern, der Variante Handgelenk immer gerade halten. Dafür müsst ihr ein Gefühl entwickeln, dass hier ein Brett drauf genagelt ist und der Arm ist immer gerade. Er wird nicht gestreckt, das Handgelenk, es wird nicht gebeugt, das Handgelenk, es ist gerade. Und wenn ihr da gut drin seid, dann könnt ihr die Augen zumachen und ich weiß jetzt, dass das Handgelenk kerzengerade ist mit geschlossenen Augen. Und das müsst ihr können und lernen, weil ihr braucht das Handgelenk einfach statisch bei jeder Übung. Auch beim Bankdrücken muss es statisch sein und bleiben. Das ist das Erste. Dann führe ich die Übung einfach mal aus und rede ein bisschen was. Also, ich gehe nicht komplett in die Dehnung, also nicht Full Range of Motion. Ich drücke unten nicht ganz durch und das Ganze mache ich in Zeitlupe. Ich bremse sanft ab, beschleunige wieder, sanft abbremsen oben, sanft wieder beschleunigen und ich nehme den Druck niemals vom Griff. Wenn ich hochgehe in die exzentrische, drücke ich dagegen. Ich lasse mich nur führen vom Gewicht, von dem Griff, das nach oben will, aber ich nehme den Druck nicht weg. Das ist genau dasselbe wie bei Zeitlupen-Squats. Und dann gönnt ihr den Trizeps einfach keine Pause. Wenn ihr unten komplett durchdrückt, dann wäre das schon wieder eine Pause für den Trizeps. Ihr seht jetzt, wie das Zittern anfängt. Das ist einfach, weil eine Wiederholung in Zeitlupe ungefähr genauso viel sind wie 3 oder 4 Wiederholungen. Und es hat noch einen riesen Vorteil, wenn ihr die in Zeitlupe ausführt. Das sage ich euch jetzt dann gleich. Also, nicht mal auf 90 Grad, so hoch. Oder es sind jetzt genau 90 Grad, der Oberarm bleibt immer so. Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt. Und ich strecke niemals ganz durch. Ich gehe nur bis hierher und behalte den Druck. Bis hierher, ich behalte ihn und das ganz langsam. Und dann merkt ihr, dass auf einmal macht es Bäm! Und ihr habt noch eine Faser dazu, noch eine Faser mehr, die ihr trefft. Und dann wird es richtig, richtig unangenehm. Ihr habt sogar die Vorstellung, dass ihr den Griff verbiegt mit dieser Kraft auf dem Griff. Und dann wird es so krank. Und das Ding ist, wenn ihr das so macht, dann trefft ihr den Trizeps ins Schwarze. Ihr trefft die Fasern und ihr verliert sie während dem gesamten Bewegungsablauf kein einziges Mal. Es wird immer, immer heftiger. Und so ist es auch dann beim Bankdrücken. Beim Bankdrücken, wie bei jeder Grundübung, mache ich es ja so. Ich baue die Spannung auf, gehe runter in die exzentrische und dann wumm, explodiere ich. Irgendwann seid ihr aber an einem Punkt, wo ihr nicht mehr könnt. Das nennt man dann Sticking Point. Und bei dem Sticking Point, meistens in dem Bereich, ist Schluss. Und ihr könnt nicht mehr auslocken.
Wenn ihr jetzt den Trizeps in Zeitlupe trainiert und ihr seid hier, dann hat der Trizeps die Kraft, weil er das einfach gewohnt ist, noch fast im Stillstand, dann nochmal in Zeitlupenkraft, also in Zeitlupengeschwindigkeit durchzudrücken. Wenn ihr den Trizeps jetzt dynamisch trainiert, was ich auch manchmal mache, was auch geil ist, Full Range of Motion, voll in die Dehnung gehe, hoch und wumm, hoch und wumm und ich dehne ihn, hoch und wumm, mit Speedarbeit. Und dann kommt dieser Sticking Point beim Bankdrücken, wumm, wo ihr nicht mehr könnt. Dann drückt ihr das Gewicht nicht mehr durch, weil der Trizeps das auch nur auf Speed gewohnt ist und mit Schwung. Das hier. Und wenn jetzt aber der Zug mal zum Halten gekommen ist und der nur die Kraft aufgebracht hat durch diesen Anschub und er ist zum Halten gekommen an den Hang oder auf den Berg, den er hochfahren will, dann schafft er das nicht mehr, weil er es nur in Schwung gewohnt ist. Aber wenn ihr den langsam trainiert, dann drückt ihr das Gewicht langsam noch durch und macht diese Wiederholung und diesen Lockout oder das Maximalgewicht in den Wettkampf. Das ist ganz wichtig, das ist ein Riesenvorteil. Noch ein Ding ist, was viele falsch machen, passt auf, ich zeige es euch. Das sehe ich bei jedem Coaching, die bei mir sind. Die gehen hoch, gehen runter und machen unten das hier. Die drehen die Ellenbogen nach außen, das. Und dann schaut mal her, dann kippt automatisch, wenn ich das mache, die Schulter nach vorne. Dann passiert das hier. Das ist eine Innenrotation, das ist scheiße. Das ist genauso wie beim Bankdrücken, wenn dann die Schulter nach vorne kippt. Die Brust bleibt immer oben und ihr drückt so. Und dann habt ihr die Brust. Und sobald der Zielmuskel nicht mehr kann, dann macht ihr nicht das. Weil dann steuert ihr den falschen Muskel an, den Stütz- und Hilfsmuskel. In dem Fall ist es beim Bankdrücken die Schulter. Und das ist Kacke. Und wenn ihr das macht, hier beim Trizepsdrücken, ihr müsst euch immer vorstellen, dass ihr den Arm einmal um sich selbst rumwickelt. Also Elle um die Speiche oder Speiche um die Elle. Dann macht ihr das hier, das. Und so bleibt der Arm die ganze Zeit so. Ihr dreht ihn einmal so rum, so gut wie es geht. Und dann trefft ihr immer den langen Kopf und da ist die Power. Der äußere, der ist sowieso mit dabei, wenn ihr es langsam ausführt. Außerdem, wenn ihr es langsam ausführt, ist es auch so, wenn ein Arm stärker ist wie der andere, merzt ihr sowas viel besser aus, wie wenn ihr das mit Schwung macht. Weil wenn ihr was mit Schwung macht, dann ist die stärkere Seite, die schon dominantere Seite, die wird dann immer noch stärker und die schwächere wird dann in dem Fall noch schwächer. Wenn ihr das aber jetzt in Zeitlupe ausführt, dann könnt ihr euch viel besser konzentrieren und die schwächere Seite, die wird auch richtig abgerufen und trainiert. Das ist ein Riesenvorteil. Es ist halt unangenehm, sau unangenehm, das weiß jeder, der bei mir beim Coaching die Übung schon mal ausgeführt hat. Aber der Trizeps wird einfach explodieren, wird richtig krass und es ist egal in dem Fall, ob ihr auf Full Range of Motion trainiert oder nicht. Das ist wurscht. Also, ich mache es jetzt noch mal ein bisschen schwerer und zeige mir noch ein paar Wiederholungen. Daumen zu den Fingern. Ich positioniere mich genauso wie beim Überzug. Bei der Überzugübung, die ich hier mal vorgestellt habe, der Arsch geht nach hinten raus, nicht die Knie nach vorne, dann habt ihr keine Hüftbelastung, dann hängt das Gewicht, der Stand und so weiter nicht an der Hüfte. Das ist wie ein Anker. Okay. Und dann in Zeitlupe, egal wie schwer das ist, ihr führt das in Zeitlupe aus. Das ist eine Kraftdemonstration, das ist richtig schwer. Aber der Vorteil ist, ihr dominiert das Gewicht und nicht das Gewicht euch und ihr trefft den Muskel. Noch ein Vorteil ist, wenn ihr so trainiert, könnt ihr das bis ins hohe Alter machen, weil ihr bei der Variante und Ausführung gar nicht viel Gewicht braucht. Ihr könnt viel Gewicht benutzen, aber ihr braucht es nicht und ihr bekommt trotzdem ein riesen Volumen in den Arm rein und die Kraft ist einfach nur abnormal krank. Okay, jetzt geht's nicht mehr und jetzt ist der Punkt, wo ich nach außen müsste, dass ich rausdrücke. Das mache ich aber nicht, weil wie gesagt, das ist scheiße. Außerdem, wenn ich den Arm nach außen drehe, ist die Belastung hier auf den Tennisellenbogen, der dann dadurch entsteht,
Viel zu krass. Und wenn ihr den mal habt, dann ist es wie, wenn eine Rasierklinge euch die Sehne durchschneidet. Das ist unangenehm. Oder wie ein Blitz. Und wenn ihr das mal habt, dann macht ihr Folgendes. Ein Tipp, ihr drückt den Arm durch, positioniert 2 Finger genau an der Sehne, die wehtut, so fest wie es geht. Und dann beugt ihr den Arm und währenddem ihr den Arm beugt, streift ihr mit den Fingern so entlang. Ihr streckt, positioniert und fahrt entlang. Und dann irgendwann passiert Folgendes. Ich drücke den Arm durch und dann macht es krack. Das sind wie so Verklebungen, eine Entzündung, die entsteht und die müsst ihr lösen. Außerdem, eine Sehne wird schlecht durchblutet und ihr müsst eine Durchblutung schaffen. Und die schafft ihr durch Faszienmassagen. Ich habe da schon mal ein Video gemacht. Ich hänge es euch hinten an hin. Tennisellenbogen, Golferellenbogen, entzündete Trizepssehne, da geht es genauso. Schaut ihr drauf, dass ihr nicht auf die Ellenbogenspitze geht, dann provoziert ihr eine Schleimbeutelentzündung raus, sondern ihr geht hierher, Arm ausstrecken und dann fahrt ihr genauso entlang. Genauso. Und dann wird die Sehne einfach durchblutet und dann kommen die Nährstoffe rein. Und das ist das Problem. Und die ganzen Verklebungen, oft sind es auch Verklebungen, die lösen sich dann dadurch und die Entzündung geht weg. Oder nehmt einfach den Flummi, wie ich es in dem Video schon vorgestellt habe. Ja, das ist die Trizepsübung. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wichtig ist wirklich die Handgelenkposition, dass die wie eine Schaufel ist. Und ich zeige euch jetzt noch was, wenn ihr schon da seid. Dann könnt ihr das auch im Supersatz ausführen. Ihr reduziert wirklich um die Hälfte. Weil das ist so krank schwer dann. Dann nehmt ihr den Griff weg, nehmt das Seil und jetzt passt auf, müsst ihr euch ein bisschen konzentrieren. Und jetzt macht ihr das nicht vorgelehnt, wie gerade bei dem Griff, sondern ihr steht kerzengerade. Also wie wenn ihr aus Bauklötzen einen Turm baut, Wirbelsäule kerzengerade, Becken, Bein kerzengerade, Handgelenke gerade bei der Übung. Das Handgelenk geht nicht so, nicht so, nicht so und nicht so. Das bleibt gerade. Gefühl entwickeln für die Handgelenksposition. Das ist statische Kraft. Okay, Brust raus und dann führt ihr die genau so aus. Genau dasselbe, langsam. Und das nur mit Kraft. Und den Druck aufs Seil nicht verlieren, wenn ihr die exzentrische startet. Und dann ist es so krank, ihr könnt unten maximal nur so durchdrücken, dann blockiert der Arm. Schauen mal von der Seite an, wie der aussieht. Dann merke ich einfach, dass diese Batzen und die Kraft, das blockiert. Ich kann nicht weiter durchdrücken wie jetzt hier, außer ich würde das hier machen. Und das ist beschissen. Er blockiert. Und egal wie dünn eure Arme sind, vom Ausgangspunkt her, ihr werdet das fühlen. Genauso wie ich, dass euer Muskel blockiert. Und das ist eine richtig kranke Kraftübung. Und da werdet ihr nicht viele Wiederholungen machen, gerade in Verbindung, wenn ihr zuerst den geraden Griff gemacht habt, so wie ich es erklärt habe, und dann noch das. Aber das gibt euch nochmal so das letzte Stückchen Rest zum Ausquetschen und dann wird der richtig, richtig prall und ihr habt einfach jeden Kopf, genau. Und die Arme werden wachsen, ohne dass ihr Gefahr lauft, dass ihr irgendeine Entzündung rausprovoziert. Ein Glück habe ich so ein geiles Mikro und dieses ganze quietschenden Nebengeräusche hört man immer. Daumen nach oben bitte. Empfehlt mich weiter bei Freunden im Gym. Teilt das Video. Ich freue mich für jeden Support, wirklich, da muss was vorangehen. Ich mache keine Gangbang-Partys mit anderen YouTubern. Ich habe mir die ganzen Follower und alles hier selber aufgebaut. Ich habe nie irgendwas geschenkt bekommen. Deswegen, wenn euch meine Tipps was bringen, schreibt es auch bitte in die Kommentare. Wenn ihr das genauso ausgeführt habt, wirklich konzentriert euch, dass ihr das so ausführt, nichts vergesst, alles richtig macht und dann schreibt in die Kommentarliste, wie es sich angefühlt hat, nämlich geisteskrank. So, euch geilen Pump im Training, geiles Feeling und bis dann. Ciao.